die schon 3 Bitcoins gefordert, Lösegeldforderungen gezahlt worden sind, damit ich an meine Daten wieder rankomme. 10 Millionen Versicherungsprämie sind es definitiv. Herzlich willkommen bei Talentivo. Mein Name ist Markus Buhl. Wir haben zu Gast heute den Unternehmer und Agenturbesitzer Herrn Jochen Mohr. Er hat heute mittlerweile eine sehr beachtliche Agentur aufgebaut. Er spricht heute in unserem Podcast über die Wichtigkeit der Cyberversicherungen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Herzlich willkommen. Jochen, stell dich doch gern mal vor. Ja, guten Morgen, Markus. Vielen Dank erstmal an Talentivo, an dich und an Ivan für die Einladung. Zu mir persönlich, muss gerade kurz nachdenken, sind dann doch 25 Jahre in der Versicherungsbranche. Wie du eingangs erwähnt hast, hat es mal angefangen mit einer Ausbildung bei der Allianz. Also das ist vielleicht ganz interessant, dass einfach mal so 25 Jahre im Schnelldurchlauf erzählst. Wenn man dann so nachdenkt, ist doch die Hälfte des Lebens. Genau, Ausbildung bei der Allianz, dann nach relativ kurzer Zeit das Glück gehabt, einen großen Bestand in Kempten übernehmen zu dürfen. Das habe ich damals mit meinem Freund gemacht und dann haben wir bei der AXA über 7 Jahre zusammen eine Agentur geführt, konnten dann vom Frick Toni den Bestand mit betreuen und auch übernehmen. Das war hier so der Platzhirsch bei der AXA. In der Zeit kam mein Bruder dazu. Dann waren wir hier eine anständige Hoffi-Agentur der AXA über 20 Jahre. Und in der Zeit hat sich dann halt auch ein bisschen so entwickelt, dass man durch das, dass wir immer schon recht viele Gewerbekunden auch im Bestand hatten oder auch Freunde, die sich als Unternehmer entwickelt haben, begleitet haben im Versicherungswesen, haben wir uns halt einfach Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen, und da kamen schon die ersten Gedanken. Wie war das dann also jetzt so, Jochen, hast du ganz alleine, also du hast wahrscheinlich ganz alleine angefangen oder warst du schon zu Beginn selbstständig oder auch angestellt? Also erzähl mal so, wie das wie sich so entwickelt hat. In der Ausbildung bei der Allianz war ich ganz normal Angestellter. Damals, da habe ich das Glück gehabt, da habe ich in Burgberg, kann man ja sagen, in der Allianz-Agentur Köbel und Müller tolle Ausbilder gehabt, und die haben mich auch gleich schon ankunden lassen. Da war immer das Credo, du darfst alles sagen, nur nicht die Unwahrheit, und wenn es nicht weißt, fragst. Und so war der Einstieg ins Versicherungswesen. Und tatsächlich kam relativ zügig genau das Angebot von der AXA. Da wurde hier großer Bestand, weil da bin ich mit dem Hössel Tom, auch ein Freund aus der Zeit, haben wir dann gemeinsam die Agentur übernehmen dürfen. Und so kam recht schnell schon mit 25 der Sprung in die Selbstständigkeit. Und genau, und das haben wir dann längere Zeit gemeinsam gemacht. Und wie war das da, Jochen, wenn ich mal fragen darf? Also wir haben ja jetzt so die Veränderung von früher zu heute. Hat sich viel schon digital abgebildet oder war es wirklich klassisches Empfehlungsmarketing damals nur? Also ich kenne den, ich empfehle den. Also du hast gestern mir mal erzählt, es war noch vom Fußballplatz raus sozusagen, hat man die ersten Freundschaften gefunden und ging dann so raus. Also wie ist so der klassische Weg? Also das ist schon spannend. Ich glaube, natürlich lebt wie immer der Vertrieb schon vom Netzwerk. Klar, das ist ja jetzt schon fast nostalgisch, was ich erzähle, aber damals gab es ja auch ein Handy oder Blackberry und so oder wer hat es geheißen? Blackberry. Auf jeden Fall. Kennt kein Mensch mehr. Auf jeden Fall war natürlich das Netzwerk schon mehr auf dein persönliches Netzwerk ausgerichtet. Klar, über den Sport, wenn du heute in einer Stadt groß wirst, dann entsteht ja automatisch ein Netzwerk. Ich hatte auch das Glück, dass ich ja Milan auch überall probieren durfte oder so, mal im Sportpark in Waldenhof als Trainer gearbeitet. All die Dinge, da hat man natürlich schon so sein Netzwerk aufgebaut. Okay. Aber klar, die Entwicklung, die jetzt auch über die digitale Seite kommt, Social Media, das war zu dem Zeitpunkt bei weitem nicht so gegeben präsent vor 25 Jahren, und auch
auch die Technik in der Antragsaufnahme, in der Abwicklung, da gab es schon noch Papieranträge. Äh, heute eigentlich undenkbar. Und da hat Also der sich klassische Ordner, du bist mit dem Köfferchen hin, hast 10 Ordner genau, mitgenommen und hast das einfach durchgearbeitet. Man hat auch noch, da gab es sogar noch Briefe, unvorstellbar. Und nein, natürlich. Und das hat sich die letzten Jahre Enorm extrem geändert. entwickelt. Aber auch, muss man dazu sagen, ähm, die Unternehmen, Konzerne, die Versicherungskonzerne haben natürlich auch viel ausgelagert von administrativen Administrative Arbeit. Geschäften in die Agenturen. Also ich glaube, wenn man nicht den Weg mitgeht, dann überholt einen irgendwann Das ganze Thema. die eigene Verwaltung. Und Ja. deswegen ist es eine andere Zeit. Auch die Kommunikation findet ja anders statt. Ich meine, klar, wir sitzen ja jetzt auch nicht an einem Stammtisch, sondern in einem Podcast, oder? Ja. Und insofern, ist das Thema natürlich für alle spannend. Ja, und dann vielleicht, um es zu Ende zu bringen, die Frage, dann kam Ging ja der in uns große Wechsel, oder? genau Dann der Richtung Gedanke auf, Agentur und größer zu werden. warum Und soll man es nicht freistellen von den Produkten oder frei machen und einfach als Makler agieren? Und das machen wir jetzt seit 7 Jahren noch in der Kooperation mit der Valois eine Zeit lang. Und jetzt sind wir die letzten Jahre einfach mit meinem Bruder als Gesellschafter, der Werner ist ja auch noch, der Herr Schmeller dabei, größere Maklereinheit worden. also die das eben- würdest du auch sagen, dass das der empfehlenswerte Weg ist. Also ich habe ja meine Versicherungsprodukte auch bei dir Ja, und habe natürlich auch festgestellt, na- okay, na- man na- hat eine breitere Range. Also einfach, das ist ja schon mal ganz gut, dass man verschiedene Klar. Versicherungen auch angeboten bekommen kann und jetzt nicht nur von Wir sind halt ausschließlich von frei dem in Produkt. unserer Genau. Produktwahl. Ich möchte das andere überhaupt nicht schlecht reden, steht mir gar nicht zu, habe es ja auch lang genug gemacht, aber gerade Also für dich dein persönlicher für Weg mein ist das persönliche schon natürlich. das Und Richtige. weil wir gerade vorher über Digitalisierung, der Markt ist halt transparent. Du hast auch Spezialversicherer, wir kommen ja noch mit Cyber drauf. Für mich macht es zum einen mehr Spaß. Ich muss auch, wenn ich einen Kunden heute zu mir ins Mandat nehme, kann ich halt auch alte Verträge weiter betreuen. Man muss Ja. nichts kündigen, sondern du wunderbar, kannst gell? halt eine Gesamtkundenbetreuung darstellen und auch nach Bedarf immer wieder neu ausschreiben. Finde ich schon Auch für den, also für den für Kunden selber Kunde auch und für wahnsinnig uns gut. eigentlich einen tollen Weg. Also ich habe durchaus Freude dran und würde es wieder so Wunderbar. machen. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Gell? Jetzt hast du ja vorher erzählt, okay, du bist gewachsen, jetzt hast du ja auch verschiedene Standorte. Erzähl doch mal, also es sind ja jetzt in deiner Historie auch Standorte mit dazukommen, du hast Versicherungsagenturen übernommen. Ja. Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? So, gehst du irgendwo hin, gibt es einen Marktplatz oder sagst du ganz einfach, du bist jetzt alt genug, gib mir deinen Bestand oder Na, mix daraus? ja, eher ein Mix daraus ist es tatsächlich. Es gibt natürlich unsere Branche, ist auch gerade die Makler, also einen Maklerbestand kann man ja auch kaufen, weil der gehört einem selber. Also wie Wenn eine man, Art Marktplatz dann sozusagen, wo es dann angeboten wird, oder? genau, da gibt es entweder über unsere Makler, es gibt ja Genossenschaft oder es gibt da auch Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben auf Unternehmenskäufe. Oder man geht einfach vor Ort auf einen Kollegen, wo man glaubt, der ist in einem Alter, Der will sich verändern oder in den Ruhestand gehen, oder? genau, wo sich anbieten wird, den Bestand zu veräußern, geht mal auf den zu mit einer gewissen Sensibilität und fragt halt, ob die Nachfolge Vorsichtig geklärt an. ist, genau. Und durch das Durchschnittsalter der Makler, glaube ich, in Deutschland zwischen 55 und 80, also 80% sind zwischen 55 und 58 Jahren. Ist Weil dann man halt natürlich auch die Erfahrung dann so mitbringt, oder? Das ist ja bei dir auch wahrscheinlich wahnsinnig gewachsen, oder? Durch viele Versicherungsfälle etc. ja, aber Oder entscheiden sich schon auch junge Makler zu werden? So, ja, also du meinst jetzt Makler zu werden? Makler zu werden, ja. Ja, natürlich entscheiden sich auch junge Kollegen, Gott sei Dank. Ja. Aber klar liegt es auch an uns, dass man den Job halt wieder attraktiv irgendwie nach außen trägt, Gestaltet. weil immer ist das Image des Versicherers ja nicht das Beste, aber es ist ja nach wie vor ein cooler Job, wenn man es auch mit den neuen Medien begleitet. Du kannst das ja Also heute da auch, vielleicht auch, Jochen, genau. da war es ja jetzt so, du hast jetzt verschiedene Standorte.
Ich weiß jetzt Fronten, sag nochmal, wo habt ihr jetzt überall Standorte? Also wir haben in Fronten, in Schongau und in Sonthofen. Und Sonthofen war eben eine Agentur, vor allem Leising, die haben wir zum Jahreswechsel 2024 erworben. Genau. Okay, Der ist also jetzt jetzt mit ganz neu in der Gruppe genau, sozusagen. mit bei unseren Kollegen. Okay. Ich meine, was da natürlich ganz spannend ist, wie siehst du die digitale Umstellung jetzt auch? Also früher war es wahrscheinlich tatsächlich so, dass du jeden Tag, einen Tag in Schongau warst, einen Tag im Front warst, einen Tag hier. Wie hat das sich jetzt bei dir verändert? Also nützt ihr Teams oder gibt es eine eigene Maklerplattform, wo ihr die Kommunikation macht oder trefft ihr euch tatsächlich auch immer noch oder ändert sich das schon? Also ich muss dazu sagen, ich habe es auch nicht immer, ich hätte vielleicht jede Woche dahin sollen, dürfen, Ja, aber es schafft man ja auch zeitlich dann ja. gar nicht immer. Natürlich, Teams hat sich auch mit Corona überall etabliert. Hm. Aber das liegt jetzt auch an mir. Ich war immer noch ein Freund von dem, dass man sich schon Sieht. öfter mal trifft persönlich und austauscht, weil das eigentlich auch der Grund war, warum ich irgendwann in das Business eintreten bin, weil der persönliche Kontakt natürlich äh, schon seinen Reiz hat und man auch über die Empathie natürlich mehr über den Menschen erfahren kann, wie jetzt nur in einem sachlichen Austausch. Aber für für den Informationsaustausch und um Ist das es viel effizienter einfacher, zu gell? gestalten, ist natürlich viel besser. Und da finden der Informationsaustausch findet über unser Maklerverwaltungsprogramm, in dem sind ja alle aufgeschaltet, also da hat jeder Zugang. Ähm, die Schulungsvideos mittlerweile sind auch alle in dem Programm hinterlegt oder auf unserem über Zentralen die Server FEMA, dann, über die Maklergenossenschaft, kann man sich da wunderbar über die Akademie Bilden. weiterbilden. Okay. Und klar, wir treffen uns aber trotzdem auch persönlich Wunderbar. regelmäßig. Wie sieht es denn so aus? Also hast du noch vor, weitere Agenturen zu kaufen? Und klar, in so einem Wachstum geht es ja immer voran. Und lohnt sich das überhaupt? Also das ist jetzt auch so ein Thema, ich kann mir vorstellen, mit neuen Leuten, neuen Agenturen, neuen Standorten kommt ja auch ein Haufen Administrative mit dazu. Wie siehst du deine persönliche Ausrichtung die nächsten Jahre dahin? Also natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sinn soll es sich lohnen, sonst wäre es extrem sinnbefreit, weil es gibt ja auch andere Hobbys. Gibt es Zahlen dazu, Jochen? Also, Nein, ja klar gibt es Zahlen. Also es gibt ganz harte Faktoren, wie man so eine wo Agentur man sagt, aufkauft und Umsatz mal ein Faktor oder aus dem EBIT okay. Also eine man kauft nicht Kennzahl. die Katze im Sack sozusagen, sondern Ja, wirklich aber die also Herausforderung tatsächlich ist dann schon, was du gesagt hast, die Kunden zu betreuen wahrscheinlich. ja, und auch die Digitalisierung. Weil natürlich, wenn heute ein Kollege, der das vielleicht als Einmannperson mit einer Halbtagskraft einen Bestand über 40 Jahre aufgebaut hat und nicht vergessen hat, das wäre jetzt unfair, einfach nicht die Zeit gefunden hat, Sich dort das zu weiterzuentwickeln. digitalisieren Okay. und es ist ja brutal schnelllebig, Kunden hat man auch, das zu begleiten, dann ist natürlich die erste Frage, wie kriege ich die Kundenbestände und auch die Informationen auf eine Plattform, dass sie ein neuer auch betreuen kann, abwickeln und auch mit den Kunden auf ähnlichem Niveau oder halt irgendwann das gleich gut zu machen wie der Vorgänger. Und da ist es unumgänglich, dass man digitalisiert, weil sonst hast du ja gar keine Chance, das auch zu implementieren in dein bestehendes Konstrukt. Okay. Also das heißt, das werden dann alle jetzt, also die aufgekauften Agenturen, Die werden mit vereinheitlicht, genau. angebunden, alle Über, Namen genau, werden müssen eingetragen. wir, Okay. sonst dann kann man auch Standorte, ich meine, wir haben ja alle auch ein Personalthema, Ja. egal was für Unternehmen heute, dann kann man auch mal über die neuen Kommunikationsmittel, leitet man Telefon um, Informationen kann man ja dann im Bildschirm sehen, dann kannst du auch unterschiedliche Standorte von einem über einen gewissen Zeitraum oder in Urlaubszeiten betreuen und dann macht es das auch wieder schick und effizient. Also, Okay. oder handelbar und genau, insofern dann effizient. Welche digitalen Werkzeuge nutzt du denn heute und kann man, denkst du, über Social Media etc. auch Reichweite gewinnen in eurer Branche oder ist man tatsächlich noch bei dem Unternehmer draußen, bildet alles nochmal ab
Äh, Oder wie erreicht man auch, ja, einfach, sage ich mal, Interesse, um zu euch zu kommen? Also, Tatsächlich ist es ja so, deswegen sitzen wir jetzt auch wahrscheinlich in diesem Podcast. Wir leben schon zu 95% nur aus unserem ursprünglichen Netzwerk. Klar haben wir eine Website, aber sprechen ja lange schon mit euch ja, auch über Talentivo, über diese digitale digi Marketing. digitale Marketing-Weiterbildung, die Ja, wir auch bei uns jetzt letztendlich mit der Mitarbeiter implementieren wollen, weil es nicht nur wichtig ist wegen der Erreichbarkeit, sondern einfach um das Image deines Unternehmens darzustellen und auch zeitgemäß. Jetzt, wenn du mich fragst, dann müsste auch mein Bruder anstelle von mir da sitzen, weil ja. der natürlich Nur die digitaler technische ist. Seite Ja. und digitale ist wie ich tatsächlich. Der führt es auch bei uns im Unternehmen voran, aber Aber es erstmal ist, herzlichen Dank hierzu, Jochen, weil ich wir gebe mein haben ja Bestes. jetzt dich auch wirklich hier mit dazu genommen. Genau. Klar, das digitale Marketing ist jetzt auch bei dir angekommen. Das ist jetzt auch so. Nein, Du siehst die Wichtigkeit darin genau. und willst auch tatsächlich hier weitergehen und stellst auch die Richtung deiner Agenturen entsprechend auch dementsprechend aus. Ja. Ähm, Man muss halt Ressourcen richtig. freimachen und einfach klar, wir haben jetzt toi 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 das Glück, dass auch Empfehlungsadressen kommen und wir genug zu tun haben, Gott sei Dank, aber es ist unumgänglich, dass man sich da positioniert und Hm. einfach auch die Chancen nutzt. Es gibt natürlich auch einen Riesenkampf da in dem Online-Marketing, was so Versicherungsagenturen oder wie so ein Check24 betreibt. Also Aber wir wie sind wirkt ja, sich das auf euch aus oder wie siehst du das? also wir sind ja nicht, das ist ein super Beispiel. Viele hatten ja Angst vor Ja, Check24 und ich zum Beispiel bin dankbar, weil Check24 ja auch ein Makler ist. Also das ist tatsächlich einer mittlerweile der größten deutschen Makler. Also gibt's der Sache ja recht, aber sie verkaufen ja nur ein Produkt. okay. Also wie Also unterscheidet ihr euch, ja, dass du das vielleicht auch mal so ja, ein bisschen klar machst? Also ich jetzt als man muss Verbraucher jetzt gehe vielleicht hin, vorsichtig sein über aber Check24 ist ja verkauft ja ein Produkt ja, und im Nachgang in der Gesamtkundenbetreuung hat halt der Makler vor Ort, ob jetzt wir oder auch jeder andere in Kempten, da gibt es durchaus andere gute auch, sind halt in der Betreuung da und betrachten halt auch das ganzheitlich das vielleicht, oder? Kundenthema gesamtheitlich. Und dann ist das ist halt ein Pre-Sale, also ein Verkauf von einem Produkt. Und in der Nachbearbeitung muss man es halt online handeln. Und die Produktpalette bei uns ist die gleiche, aber halt einfach, wie ich gerade gesagt habe, Hybrid. Es gibt halt einen digitalen Zugang, den kannst du ja unter Umständen bei uns auch generieren. Ja. Mhm. Wir haben Nützt ihr auch das eine App. schon? Also habt ihr das schon in Wir irgendeiner haben Art und App, Weise? das war aber auch ein langer Weg jetzt, um auch überhaupt in der Versicherungsbranche, die ist ja da auch in einem Wandel, alle Gesellschaften mit den Schnittstellen anzubinden, dass das auch funktionell ist beim Kunden. Mhm. Muss ja funktionieren, wenn du Banking, sonst hast du ja keine Lust drauf, wenn die Hälfte nur im Portal steht, macht es auch keinen Sinn. Aber ja, da arbeiten alle dran, wir schon recht intensiv und es gibt eine Mhm. Kunden-App, aber da sind wir auch Da seid ihr auch dran, immer im genau in der Austausch. Weiterentwicklung und auch im Rollout tatsächlich Was noch. ganz interessant war jetzt zur Vorbereitung von unserem Podcast heute, du hast ja erzählt, dass die KI auch in eurem Unternehmen jetzt richtig Einkehr nimmt, also dass die Mitarbeiter auch schon jetzt damit arbeitet. Erzähl einfach mal ganz kurz, wie nutzt ihr so ein Tool wie jetzt zum Beispiel ChatGPT oder auch andere Tools in eurem Unternehmen? Ja, wichtig ist, dass es die Mitarbeiter annehmen. Also Mhm. wir jetzt im Außendienst, was ja so auch mein Hauptthema ist, protokollieren über ChatGPT. Also man kann ja über die Mhm. Business-Variante dann einfach im Nachgang zum Gesprächsnotizen Gespräch und dann ein einfach das Gesprächsprotokoll erstellen lassen. Das hat man dann zum einen in der Akte. dokumentiert und kann es auch dem Kunden nach Wunsch oder Bedarf schicken. So die einfachen Prozesse, wenn jetzt zum Beispiel EVB-Nummer braucht man, wenn man Auto zulässt
und und der Kunde schickt dir jetzt nicht die Daten, die du im Nachgang für den Antrag brauchst, dann kann man ja automatisch einsteuern, dass ein Anschreiben rausgeht, bitte senden Sie uns nur den Fahrzeugschein oder bei abgelehnten Schäden kann man mal eine Information automatisieren Also ist zu den es tatsächlich so, Bedingungen. dass du, wenn du die Natürlich, Mitarbeiter einfach damit auch anlernst, dass die effizienter arbeiten, dass es auch schneller geht oder? natürlich, das macht ja nur Sinn, wenn es einfacher macht. Ja, Klar muss trotzdem ein Grundverständnis da sein für das, was man nach draußen gibt. Also nur ChatGPT zu glauben, ohne was zu nachzusagen. wissen, das ist immer für mich so ein bisschen so, Grenzwertig. ja genau, sag KI und Empathie oder auch ein bisschen zu wissen, was spielt schon, finde ich, eine große Rolle, aber keine Frage. Natürlich müssen wir es mit einbinden und wir müssen halt auch schauen oder lernen gerade miteinander, wo macht es Sinn, wo macht es uns besser und Hm. macht es einfach leichter, weil klar, alles, was effizienter ist, bringt uns Zeit und die haben wir mehr für einen Kunden oder für andere Dinge, die halt notwendig sind im Agenturleben, genau. Kurze Frage mal, vielleicht ein bisschen persönlicher zu werden. Persönlich. Gibt es irgendwie Umsatzzahlen oder gibt es irgendwie Mitarbeiterzahlen oder gibt es irgendwie, sage ich mal, was muss ein Mitarbeiter heute umsetzen oder wenn man jetzt 3 Vertreter draußen hat, was braucht man hinten im Backend? Also, dass das Thema dann auch abgearbeitet wird. Also natürlich gibt's immer oder Kennzahlen, was für einen Umsatz erwirtschaften, man erwirtschaften muss als Mhm. Vertriebseinheit, Profitabel zu um arbeiten. profitabel zu arbeiten. Aber das ist natürlich sehr pauschal, Mhm. weil auch unterschiedliche Gehälter an Vertriebler bezahlt werden. Heute ist es ja tatsächlich so, dass durch die 25 Jahre in der Branche oder so ist ja ein großer Kundenbestand da. Also arbeiten bei uns der größte Teil ja im Bestand, ohne tatsächlich jetzt Also extreme du hast ja mir gestern erzählt, Vertriebs... dass du so 12, 13 Mitarbeiter jetzt ja, hast, dass ihr das seid. genau. Aber wir tragen uns tatsächlich aus dem Bestand und Also in der das heißt, Bestand Kundenbetreuung. jetzt mal, so mal gefragt einfach, was ist denn so ein Bestandumsatz? Also einfach mal eine Es gibt ein Größenordnung oder? Bestandsvolumen. Okay, Man hat aber das ist jetzt schon sehr okay, detailliert. Also SUH-Bestand und dann Krankenleben, okay. das ergibt für das kriegt man halt eine Pflegeprovision letztendlich Wie viele und das Kunden hast du? Also vielleicht, das interessiert die Leute da draußen sind ja schon, auch. ja, Also wir haben schon 4000 Kunden und genau, und schon, betreuen schon ein Gesamtvolumen von, also 10 Millionen Versicherungsprämie sind es definitiv. okay, also das ist Aber ja schon eine beachtliche Summe. Ich meine, hierzu mal jetzt in 25 Jahren, wie lange braucht man, um sowas aufzubauen? Also das ist ja schon jetzt, also das hat ja jetzt nicht ja gut, heute, die von Frage ist, wie viel damals auf kauft man zu? und kann man Nein, sich und leisten und geht die Bank auch so Themen mit? Also das ist ja alles ganz spannend. Also ja, genau. Aber das sind jetzt vielleicht einen Bestand aufzubauen. Klar, das dauert dauert. Zeit, weil da Mhm. muss man die Kunden selber generieren. Jetzt bin ich ja nicht alleine und die Bestände jetzt im Fronten, der dazu kam, das ist ja von einem tollen Kollegen, wo die Töchter das jetzt weitermachen, die sich uns angeschlossen haben oder jetzt klar, Sonthofen haben wir gekauft, dann wächst man natürlich exorbitant. Klar, ich Aus dir meine, selber raus. für die Leute draußen ist natürlich auch interessant jetzt einfach, dass jetzt sich jemand als Versicherungskaufmann oder Frau Bewirbt. bewirbt und dann halt auch sagt, okay, wo kann die Reise hingehen mit mir und Sie, machen die sich auch selbstständig? Also arbeitest du auch mit Freien zusammen, die dann irgendwie ja, mit dir je zusammenarbeiten? nach, Also das sind ja dann schon auch jetzt Zukunftsperspektiven, die man so sehen muss, dass der Job auch attraktiv bleibt und also ich das finde, ganze Online-Thema jetzt nicht die Person wegnimmt, so wie in Check24, da hat man jetzt keinen direkten Ansprechpartner. Also, nö, also die Angst habe ich nicht. Und es kann, also das Schöne ist ja an dem Job, was ja eigentlich im ersten Moment man gar nicht mit Versicherungen in Verbindung bringt, dass es ja für jeden eigentlich eine Nische gibt. Also keiner findet es besonders sexy oder so, Versicherungen.
aber zum Schluss haben wir Brauchen es ja tut's alle. jeder. Ja. Ja, Es ja. fängt beim Kfz an, wenn man sein liebstes Tier versichert. Also es Ja. gibt ja auch extrem viel Nischen, der Oldtimer, eine Sportversicherung. Also Vom du Rollerkennzeichen, also genau, vom man kann sogar E-Scooter. der Pops von J-Lo versichern. Also man kann sich ja seine Nische suchen. Das ist ja heute, nein, Ja, tatsächlich. ja, Und mir macht es Freude mit Unternehmer, weil da wächst ja, mit, bist ein Teil. Dann ist nicht so das notwendige Übel, dass jetzt der Versicherer kommt, sondern irgendwann bist du ja dann auch hoffentlich Partner auf Augenhöhe. Dann macht es auch echt Spaß, weil es eine gemeinsame Reise ist. Was ich aber sagen wollte, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich ist es so, es kann sich ja jeder auch, wenn er möchte, sein Spezialgebiet raussuchen. Und durch diese Online-Thematik oder dieses unfassbar breite Publikum, das du ansprichst, wenn es hm, über Social Media publizierst, ist alles möglich. Klar, du kannst ja klassische Kundenvertreter, ja. Dienstleistungen Also, das ist rausfahren, ja bei kommen. mir ja natürlich auch so. Ich habe jetzt auch die Firma Talentivo und wir haben ja etliche Versicherungen von der Haftpflichtversicherung her bis Kfz, also von Versicherungen, wo man vorher noch nie gehört hat, Äh, wo wir jetzt später vielleicht mal drauf zukommen, wo draußen die Hörer sicherlich wahnsinnig interessant finden werden. Also mit dieser Cyberpolice, das war jetzt für mich was Neues. Ich hatte ja auch in der eigenen Firma leider schon das Leid, dass ich angegriffen worden bin und Lösegeldforderungen gezahlt worden sind, damit ich an meine Daten wieder rankomme. Also das ist schon ein Thema, das die Hörer draußen auch oder jetzt die Zuschauer auch wahnsinnig interessiert, dass es in der digitalen Welt natürlich ja auch leider auf der anderen Seite Leute gibt, die es einem nicht gut meinen oder dort auch Geld damit ja, verdient wird in vielleicht betrügerischer Art und Weise. Kurz aus meiner Sicht noch, da haben wir auch sehr eng zusammengearbeitet mit dem Cyberangriff, wo ich hatte. Ich war lahmgelegt, alle Mitarbeiter sind gestanden. Ähm, Es war das Leben sozusagen weg. Ja, gibt es von deiner Seite irgendwie was? Also vielleicht erzähl kurz mal von dieser Cyberpolice oder auch in die Richtung, was die ja, abbilden. vielleicht mal vorneweg, das Produkt Ja, gibt es ja schon länger und tatsächlich durch das, dass wir ja in der Verbindung standen, du warst eben nicht betroffen. Ja, Betroffener, aber nicht versichert, muss man ja. klar aussagen, Weil es damals einfach weil auch es noch auch, keine so eine, und ich noch muss, nicht so wichtig war. Also, oder man hat sich schon Gedanken ja, gemacht, aber alle man, wussten es, wie heute auch, aber man muss auch dazu sagen, von Produktgeberseite und für uns als Vermittler war es auch schwierig. Da gab es vernünftiges einen Produkt zu Antrag machen. Ja. mit 10 Fragen, die man als Versicherer schon am Kunden nicht ganz so, also wenn man kein ausgewiesener EDV-Experte war, schon schwer vermitteln konnte. Dann war es die Frage, kannst du überhaupt diese Voraussetzungen erfüllen von der Obliegenheit? Also haben wir, Also also bei uns wir war das auch ja ein auch, oder bisschen es war wirklich schwer. Also Abstand genommen von ich habe ja dem, das auch bei mir in meinem Unternehmen so erlebt. Also heute habe ich die ganzen Dinge natürlich auch, weil ich selber betroffen war. Man lernt natürlich im Nachgang ja, sehr viel daraus. Und klar, viele verlassen sich natürlich erstmal in den Bereich auf den EDV-Experten oder den Techniker im Haus zu oder das Recht, ist, ja, ja. ist ja der erste Ähm, Ansprechpartner. aber klar, wenn die nicht weiterhelfen können, ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Top-Firma hinten dran hatte. Danke nochmal an der Stelle, die mich betreut haben und mich aus diesem Thema auch wieder rausholen konnten. Ähm, Die Versicherung aber tatsächlich wäre natürlich schon was gewesen, weil die haben damals, das war jetzt 4, 5 Jahre her, haben die schon 3 Bitcoins gefordert, waren mindestens einen Tag auf meinem Server und haben genau den Datenbestand durchgeschaut, um zu sehen, was kann man bei dem holen und haben mich lahmgelegt. Also es ist ja jetzt mittlerweile, wenn man sich dann mit dem Thema auch beschäftigt und dann mit Unternehmern auch darüber spricht, es kommt immer wieder vor, jeder schweigt darüber. Wie siehst du das Thema jetzt auch? Wie kommen die Leute auf dich zu und wie existenziell gefährdend, also ich an meinem eigenen Leib habe das ja erfahren, ist es für die Unternehmen? Also mit Sicherheit ist, was das Risiko angeht, für mich jetzt persönlich die Cyberthematik, das, was von der Wahrscheinlichkeit den Unternehmer am ehesten trifft. Die Frage ist ja nicht wann Wann, sondern wie. oder wie, Ja, so, äh, sondern wann, oder? Aber das ist jetzt auch ein bisschen wie und abdroschen. wann. Also, Ja, wie und wann. Ähm, tatsächlich, tatsächlich muss man sagen,
ist es für jeden auf jeden Fall eine Überlegung wert oder eine unternehmerische Abwägung. Also muss man halt sagen, will ich es, kann ich es mir leisten oder kann ich Aber das vielleicht da Risiko dazu, dass jetzt selber vielleicht ist, tragen? also wir Ich, wollen jetzt keine Werbung machen, aber nein, was jetzt ganz wichtig ist, nein, ich glaube auch, ich das will ist dir gar kurz, kein. ich will dir einfach mal sagen, dass du Ja, diesen Cybercheck oder dieses das, Stoic, was wir jetzt auch selber bei Talentivo implementiert haben, dieses Versicherungsprodukt auch wahnsinnig wichtig finden, das auch nach außen tragen und es, glaube ich, auch gar keiner weiß, dass es sowas gibt. Also vielleicht einfach mal 2, 3 Worte auch da dazu. Was machen die denn eigentlich oder was ja, ist das? Also, weil klar, eine klassische Kfz-Haftpflichtversicherung kennt jeder, dann gibt es noch eine Teilkasko und eine Vollkasko, aber was macht so eine Cyberversicherung? ich glaube, ja, und da gibt es eben, das ist jetzt wieder das Schöne am Makeln, es gibt halt auch Spezialversicherer Hm. für das Thema und ein paar Markt, die wir für uns jetzt einfach auch ausfindig gemacht haben oder wo die Erfahrung auch zeigt, die funktionieren, die dieses Produkt speziell bespielen und die gestalten es halt dann auch präventiv so für den Kunden, dass es Hm. mal ein Monitoring vom Kunden gibt, wo man einfach vorneweg schaut, wo sind deine Schwachstellen, die werden offen kommuniziert, die Fand ich ja gut. Also jetzt vielleicht hier genau, auch, da wir gibt es haben schon das ja auch, wir haben ja die Police, wir haben die auch genau, drüber schauen lassen. Gott sei Dank, dadurch, dass wir ja wahnsinnig digital sind, kam nichts raus ja, nö, dabei. spricht ja dann auch für den Das Kunden. spricht dann für uns und das wurde dann auch mit uns also im Grunde genommen durchgesprochen. Man kann dann über dieses Tool Mitarbeiter implementieren, schaut dann nach, die machen, was Aber, machen denn die? Also aber jetzt, wir wissen das ja auch schon so, also das bespricht ja dann auch nicht der Versicherungsagent ja, mit dem Kunden, sondern eben der Spezialversicherer, weil da genau, sitzen auch wirkliche volle Spezialisten Profis. und Ja. um das geht es zum Schluss. Also das ist jetzt auch äh, bei anderen Versicherern bearbeitet halt, ich sage jetzt, der klassische Haftpflichtschaden, genauso der Sachbearbeiter Hm. wie ein Cyberschaden und das funktioniert eben nicht. Deswegen Ja. braucht man da einen Spezialisten, der das Thema auch anschaut, dass du dann auch weißt als Kunde, okay, wenn ich die Police unterschreibe, ist auch mein Risiko abgesichert, weil Ja. das ist ja diese Hemmschwelle, kann ich diese technischen Voraussetzungen erfüllen, aber das arbeiten wir gemeinsam und auch im Nachgang, wie du eingangs gesagt hast, es geht ja dann erst los, wenn der Angriff kommt. Dann muss es Richtig. schnell gehen, extrem schnell. Man hat die Ja, es ist also diese gesamte Aufklärungsthematik ja auch, Datenschutzthemen. also das, wo ich am eigenen Eingriff war, ich wusste gar nichts. Ich bin dann als allererstes natürlich zu meinem EDV-Partner. Ja, du hast jetzt Äh, das Glück, dass du einen ausgewiesenen Spezialist im Haus hast. genau, Das kann richtig. jetzt nicht. Aber der Ablauf war nicht klar und das ist jetzt super. Also das haben die in der Police oder jetzt mit uns ja auch in dem Test schon so gemacht, dass man dann sagt, okay, man geht dort und dorthin. Bei mir war es damals glücklicherweise die Kriminalpolizei, die hat mir weitergeholfen, die hat dann gesagt, okay, man muss Ja, aufgrund nach wie des vor. Also, Datenschutzes hier hingehen, muss da Selbstanzeige leisten und. Also man hat ja überhaupt gar keinen Weg und ich finde es natürlich auch präventiv gut, dass Sachen nicht geklickt werden oder dass die Angriffe inszenieren und dann das Thema auch in den Unternehmen und auch gerade bei den Mitarbeitern also ankommt. wir, Also wir haben halt jetzt auch mit unseren Kunden festgestellt, am Anfang war es auch immer schwierig, weil natürlich jeder sagt, ich habe einen Partner, mein genau. Uns EDV passiert speziell. nichts. Nein, und Ja, dann wirkt es ja im ersten Moment wie so eine Gegenmaßnahme, aber ich finde, man muss es miteinander sehen, ja, weil das ist ja wie ein Airbag, wie ein Backup, aber halt auch für ein Thema, das ja nichts mit dem täglichen Tun zu tun hat so, oder Doing zu tun hat oder mit der EDV an sich, sondern einfach krimineller Angriff ist und ja. den muss speziell schützen und auch begleiten. Und da, was du gesagt hast, das wäre jetzt aber auch zu lang, denke ich, für den Podcast. Man muss, man Ja, muss aber ja dann es ist schon enorm wichtig. Also die man, Datenschutzthematik, die genau, Kunden alles. anschreiben. Du hast eine Betriebsunterbrechung, unter Umständen stellen die dir ja je nachdem Produktionsstätte mal für eine Woche lahm. Das sind ja enorme Ausfallsummen. Äh, die Wiederherstellung der Daten, die Backup, die Kunden anschreiben, wenn es Kundendaten entwendet werden. Das ist ja ein Rattenschwanz, den kann man sich im ersten Moment gar nicht vorstellen. Und all die Dinge, die werden einfach dann, erstens mal, wenn sie mal wieder sensibilisiert aufzeigt, sie werden aber auch akkurat abgearbeitet und dann ist es für den Kunden und für uns als Vermittler einfach auch ein cooles Gefühl, weil man nicht in der Obliegenheit einen Fehler machen kann, wenn man so ein Ja. Produkt abschließt. Und ich finde, das ist, Also das bietet ihr jetzt auch digital an und ist das auch genau, jetzt was, wo man sagen kann, okay, es unterscheidet euch jetzt als Makler da wirklich präventiv auch ranzugehen, dass die Dinge dann
anzugehen und kommt man auch so an neue Kunden? Also Ja, erzähl da mal so ein bisschen dran. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder, es ist ja jetzt ein neues Produkt so mehr ja, oder das weniger, Produkt wie du gibt es gesagt schon hast. lange, aber Okay, in aber der Art und Weise, wie es jetzt am Markt auch zu haben ist oder mhm. erstens mal schon in der Datenaufnahme im digitalen Bereich, in der Abwicklung über die Unternehmen, ist es einfach, finde ich, jetzt ausgereift und das Also macht Spaß und, wir und von unserer Seite, wir finden das gut, weil es wächst mit dem Unternehmen auch mit, genau, also mit dem Umsatz und so weiter, wo ich dann auch sagen kann, okay, es gibt ja Versicherungen, wo man sagt, ich weiß es nicht, ob ich es mir leisten will. Erfahrung Rechtsschutz habe ich auch, aber die Erfahrung hat natürlich gezeigt, der Rechtsschutz zahlt meistens nicht, wenn man braucht. Aber jetzt so eine falsch beraten. Ja. falsch beraten. Nein, aber so eine Cyberversicherung, klar, man schützt sich in einer gewissen Art und Weise und treten die dann auch im Schadensfall, also wenn so Forderungen sind, auch ein. Also würden die dann auch so Bitcoin-Zahlungen, ich meine, heute wird ja alles so angefragt, da geht man ja nicht mehr mit dem Geldkoffer irgendwo hin, Ja, also übernehmen und treten dann da genau, ein. so Lösegeldleistungen also da kann man unterschiedliche Summen auch versichern, aber da gibt es ja Erfahrungswerte, die werden bezahlt, ja klar. Aber da schaltet sich ja auch so ein Interimsteam, so ein präventives auf und die begleiten das eigentlich von dem Tag oder von der Sekunde des Angriffs, von der Information, Hm. die der Kunde dann letztendlich an die Gesellschaft gibt, bis zur Wiederherstellung Klar. des Systems. Also ich meine, Weil klar, es und das, weil so eine Cyberattacke, jeder spricht ja erstmal nicht davon, weil es will ja im es ist Prinzip auch erstmal nicht so publik werden, weil das wenn dann natürlich so ein krasser Unternehmen Image-Schaden steht, auch. Man wenn dann so ein unterschätzt es. Unternehmen stehen bleibt, Gerade auch wenn sensible, auch für uns jetzt zum Beispiel wäre das ja ein Desaster. Wir haben so viel sensible Kundendaten. klar. Wenn du heute oder auch Steuerberater, Rechtsanwalt, wenn der Kunde dann weiß oder dass die Daten nicht sicher bei dir sind, das ist natürlich schon image-technisch ein sehr, sehr sensibles Thema. Also gerade Aber weil man du das muss auch ansprichst, ehrlich, auch mit dem man muss Datenschutz, auch also das ehrlich sind ja sagen, wirklich so Sachen, es will ja keiner nach außen dringen können, meine Telekom, die dann kackt werden würde und so weiter und an alle Daten. das ist ja ganz das anderes ist schon ja passiert. Also so, richtig. das wäre jetzt schon. Hast du ein Beispiel jetzt? Also man muss jetzt keine Firmen nennen, aber halt einfach auch, dass man sieht, also ich selber war ja betroffen, das war existenziell. Also ich möchte jetzt keine Firmen, das Nein, wäre ja also unseriös. keine Firmen, aber halt einfach die Aber wir Branche haben, oder halt dann auch so Sachen, wenn man sagt jetzt von einem Metallunternehmen oder vielleicht sogar bei euch in der also wir haben, Versicherungsagentur wir oder haben was ja, dann halt einfach so mal, einfach erzähl mal vielleicht so einen Fall, dass auch jeder versteht, es betrifft ja heute, also ich war ja auch so ein bisschen naiv, ich habe doppelte Sicherungen gehabt und habe eigentlich so weit gedacht, also, es passt alles, aber wie es dann so ein Unternehmen lahmlegt und was dann auch der monetäre und der Folgeschaden dann auch daraus ist, also also wir haben tatsächlich, und das ist jetzt nicht keine Werbemaßnahme, wir haben tatsächlich im letzten Jahr in unserem Kundenbestand Angriffe. sechs Angriffe gehabt. Beim einen läuft es mit dem Lösegeld, der andere hat das Problem, dass mal 3 Tage halt einfach nichts mehr funktioniert. Okay. Es ist jetzt, also Beispiele gibt es jeden Tag. Die gehen ja auch nicht immer, das ist ja auch nicht immer Worst-Case-Szenario, aber Und wie hilft dann jetzt die Versicherung da dazu? ja, Also, weil du einfach weil dann die dann weißt, einfach ein Ablaufschemata weil du haben und einfach weißt, dann, wie du mit dem Thema okay. umgehst und weil Also dir die jemand, betreuen und begleiten dich. Ich habe ja auch so eine Notfallnummer, wo ich dann da anrufen kann, wenn sowas ja, vorkommt. Also auch da, das ist ja nein, enorm das ist wichtig. ja Also, das ist ja All-Inklusiv-Paket genau. für diesen Fall und einfach halt auch von Spezialisten begleitet. Das kannst du vergleichen wie einen chirurgischen Eingriff. Ja, Ne? klar. Dann gehst du halt auch zum Herzspezialisten. Und nicht zum Zahnarzt. Genau. Und dann gehst du davon aus, dass halt auch richtig betreut Und wird. wie hat dann da die Versicherung geholfen? Also, dass sie den Ablauf dann vorgegeben hat oder hat dann auch die Versicherung direkt die Kommunikation mit Zum der einen Kriminalpolizei oder halt alles in die Wege Also die übernehmen geleitet? Also alles, aber das ist schon mal ein wichtiges Thema man auch, weil muss, jetzt selber als Unternehmer hat man
also größere Unternehmen kenne ich jetzt, die machen so Cyberattacken, damit man das Szenario einfach mal Das durchspielt. kann man ja vorher schon simulieren. Genau. Also du sensibilisierst ja dann die ganze Firma drauf. Das ist die Frage, wie viel der, der Kunde von dem Paket abrufen Ja, möchte. Da werden dann auch immer wieder wie sagt man, so Crash-Tests ja, gemacht, genau. auch wo man letztendlich die Mitarbeiter sensibilisiert. Klar, ist für den Versicherer auch gut, wenn er umso mehr Prävention er beim Klar. Kunden implementiert hat, umso geringer ist die Wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit dass es nicht für einen passiert. Angriff. Aber das ist so eine Sache, wo man halt miteinander in das Thema reinwächst. Und ganz am Schluss, wenn es zum Angriff oder Schaden oder was kommt, dann begleiten das die Spezialisten Also da hat man auch einen im Haus. Ansprechpartner und ein Team da mit dabei Ja, und ja, schon im Vorfeld. natürlich. Also das ist ja das Coole eben oder das Schöne an dem Produkt, dass es ausgewiesene Experten sind, die von der Antragsannahme, also die kennen dann aus Haus bis Hm. zum Schaden begleiten und dann holen sie sich halt, je nachdem, was es äh, für ein Thema ist, die Spezialisten im Haus dazu. Also würdest du wirklich sagen, es hilft jedem am Ende, auch wenn man jetzt einen Angriff hatte, der da begleitend durchkommt? Also wir jetzt von dem Betrag her, dass man so eine Startgeschichte, das war jetzt 300, 400 Euro. Also das ist jetzt tatsächlich, ich meine, das wächst jetzt, weil wir auch am Anfang sind. Ja, Es also ist sehr überschaubar, aber einfach mal so Beträge zu nennen. Natürlich, wenn man ein größeres Unternehmen äh, mit 2, äh, 3 Millionen Umsatz hat, sind die Schäden ja auch größer und dann wird aber auch das Geld entsprechend so verdient. Also würdest du wirklich sagen, es ist so ein es ist ein Produkt. Must-have, also und es trifft jeden, Es also kann jeden treffen, deswegen ist es für jeden ein Produkt, wo man mal drüber denken sollte. Ja? Und unternehmerisch gesehen, klar, muss es jeder für sich selber abwägen. Aber tatsächlich würde ich heute eher meine Inhaltsversicherung kündigen und das und die Cyber dafür Cyberattacke, machen, okay, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer ist. rein ohne Emotion größer ist. Und man mit dem Thema, wir haben ja eingangs eigentlich Hm. damit angefangen, das ist ja über die Jahre so schnell gewachsen, dass man auch gar nicht Mitkommt. unternehmerisch alles Ja. äh, verstehen und so implementieren konnte, dass es funktioniert. Ich meine, heute ein Handwerksbetrieb, der seine Kompetenz draußen hat, der hat auch Klar. Internetseite, schreibt jeden Tag Ja, das ist Mails, wir jetzt haben auch vielleicht ganz, E-Rechnungen genau, das ist und jetzt so. natürlich, Und das ist wichtig mal einfach, dass wie man da soll der nochmal sich das, dem Thema noch widmen? Also wir holen uns ja auch Support für andere klar, Geschichten und da finde ich es einfach schon, und das entwickelt sich ja weiter, heute das zu implementieren, das klar. heißt ja auch, ich kümmere mich ein bisschen mehr um das Thema oder hol mal mit dem Partner Also das ist ein vielleicht auch bisschen mal kurz, Impuls. da Da, Jochen, da habe ich eine Frage dazu. Also man spricht jetzt von Cyber, vielleicht auch nochmal die 2, 3 Themen dann einfach angehen, dass man sagt, Cyber ist ja auch gleich verbunden mit einem E-Mail oder man hat es auf dem Handy oder man stöbert auf irgendwelchen Webseiten, ein Mitarbeiter schaut sich irgendwas an, geht auf eBay oder dergleichen, holt sich da ein Virus. Also vielleicht bringst du da 2, 3 Praxisbeispiele auch nochmal, weil unter dem Begriff Cyber weiß man vielleicht nicht immer gleich, was ist damit zu verstehen. Ich glaube, man muss das auch ganz einfach mal erklären, dass es halt jeder hat. also, ja gut, ich meine, im Endeffekt jedes Endgerät, das uns, Das das uns Internet Daten bringt. zuspielt, kann auch gehackt werden, Ja, oder? Das kann der ja selbst mit deiner Kreditkarte, wenn da einer die Daten ausliest am Automat, ist es ja. ja auch schon irgendwo ein Diebstahl von Daten und ein Zugang auf vielleicht dein System. Und insofern alles, was wir digital mit uns führen kann, mit einer kriminellen Absicht auch gehackt werden. Und das ist ja dann, dann eine Cyberattacke. Beispiele bei Bedarf, da können Sie sich ja bei uns melden. Okay. Ja, gut, Schmarrn, also äh, Wahnsinn. Also klar, so viel jetzt zu der Cyberversicherung. Ich denke, das ist für aber wenn du jeden ein siehst, wichtiges Produkt. Wie jetzt vielleicht weiterführend, wie geht das in deiner Agentur mit der digitalen Reichweite? Also wie sollten sich auch prinzipiell die Unternehmen heute aufstellen? Ist es enorm wichtig, dass man digital aufgestellt ist, dass man eine Präsenz hat im Netz? Also macht es auch ein, klar, also wir hatten ja auch vorher kurz das Gespräch, dass du sagst, wenn man eine digitale Wirkung nach außen hat, dass so ein Kauf von so einer Agentur auch deutlich höher skaliert wird, als wie
ein Unternehmen, das keinerlei sozialen Reichweite hat? Also, Ja, also wir haben uns über das Thema unterhalten. Klar, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ist das jetzt auch nicht die letzten Jahre immer unser Fokus gewesen, weil wir das Glück hatten, dass wir aus uns selber und substanziell aus gewachsen sein. Empfehlungen gewachsen sind. Aber es wär nicht unternehmerisch zu sagen, man kann sich Besser positionieren. dem entziehen und klar, die Reichweiten und die Markenpräsenz, die man natürlich übers Netz erreicht, die ist ja um ein Vielfaches mehr wie im persönlichen Marketing. Also es nicht zu tun, ist Ja. gar keine Option. Die Frage, aber das muss Aber jetzt schon zahlt sich jeder so für eine sich. Reichweite, denkst du jetzt einfach in einem Unternehmensan- und Verkauf aus? Also, Mit Sicherheit ist alles, solange es positiv ist, sehr ist gut. alles, es ist ja letztendlich, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, habe ich jetzt auch gelernt, dass heute Vertrieb und Marketing ja eigentlich schon eines sind Hm. und dann gehört es einfach dazu. Ich persönlich, aber das ist nur mein subjektives Empfinden, ähm, glaube halt, dass es auch professionell begleitet gehört. Also Hm. wenn jetzt heute einer privat da irgendwas reinstellt oder so, dann ist es was anderes. Aber Es gehört einfach ein Leitplan deswegen dazu und dann einfach auch auch mit ein digitaler Talentivo, Fahrplan und wo so wir weiter. sagen, Ja. man muss halt auch die Medien kennenlernen und auch wissen, wie geht man damit um, dass das dann halt auch eine seriöse und positive Hm. Außenwirkung Also würdest du schon sagen, dass zeigt. das digitale Marketing im Unternehmen unerlässlich ist und dass es enorm viel Sinn bringt, sich da auch Gedanken Ja, man darüber muss zu sich machen und einfach, zu genau, positionieren? also ja, was passt zu einem, Ja. muss es dann auch handeln können, aber es nicht zu tun ist keine Option, ne? Meines Erachtens. Ja. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell, Jochen. Sind wir? Vielleicht ja, so von dir an die Hörer und Zuschauer draußen vielleicht irgendwie 3 Tipps, wo du sagen kannst, die dir jetzt ganz wichtig sind im digitalen Bereich als Versicherungsmakler, wo du sagen kannst, schaut das mal an. 3 Tipps. Ja, sich erstmal für sich selber klar werden, wo sind die Punkte in meinem Unternehmen, wo kann es mir helfen? Also Mhm. nicht als Bedrohung oder Must-Have, sondern als vielleicht mal Hm. als Unterstützung betrachten, sich unter Umständen auch mal informieren, wo gibt's Support, wie jetzt das tatsächlich, ist es vielleicht wie Talentivo oder ist eine Fördermaßnahme Hm. da, wo vielleicht auch mal die Frau des Unternehmens in so ein Programm bringst, Ja. find ich cool. Machen wir ja auch, dass das so Einzug mit einer Leichtigkeit im Unternehmen hat und dann sich nicht vor dem Neuen verschließen. Ja, wunderbar. So, das ist ja eigentlich so der unternehmerische Geist, dass man offen ist für Neues und dann glaube ich, bringt es auch für alle ein positives Also Ergebnis. vielleicht jetzt noch so zum Abschluss, wo kann man dich denn erreichen? Also wenn man mehr erfahren Auf dem will. Handy. Ah. Deine Nummer willst du hier direkt Die präsent findet man sogar geben, im oder? Netz. Die findet man sogar im Netz. Nein, wir haben ja Also unsere welche Kanäle Agentur bist du hier. vertreten? Also du hast eine Webseite, wo Wir haben man eine dich, also Webseite. wie ist die zu erreichen? Einfach nur ganz Und da kurz. gibt es die More. info@mo-makler.com. Okay, wunderbar. Und dann sieht Da man ist aber auch auf deine der Seite, Telefonnummer das sind gelistet. nicht nur meine, das sind die von alle meine Kollegen mit drauf. Und genau, per Mail Wunderbar. oder Auf Telefon. LinkedIn habe ich dich übrigens auch gefunden. Also von dem her, es gibt Ich zwei, muss, drei. ich hab die letzten Monate, Jahre Druck gekriegt vom Wunderbar, Umfeld. dass Genau. du auch dort Jetzt vertreten bin bist. ich sogar auch im Netz. Ja. Ja, sehr schön, Jochen. Es war ja eine sehr angenehme Stunde mit dir, die Zeit hier in dem Podcast über dich und dein Leben, über die Wichtigkeit der Cyberpolicen sprechen zu dürfen. Ich denke, draußen sollte man sich wirklich mal tiefgehend Gedanken dazu machen, ob das für einen auch was ist. Und vor allem auch einfach gern mal anrufen, bist du ja Gerne so erreichbar mal. und dann kann dieses Thema auch nochmal vielleicht allen weiterhelfen. Herzlichen Dank von unserer Seite. Alles Gute weiterhin, auch mit deinen bestehenden Agenturen und deinem Wachstum. Viel Glück und bleib gesund. Ja. Vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. War ja auch mein erster Podcast. Gell? Ja. Spannend. Und
Ja, an dich, Markus, und an Ivan. Danke. Dann, wenn Fragen sind, das muss man ja dann auch individuell Genau. einfach mit, mit, äh, mit den Interessenten besprechen. Dann klar, bitte einfach melden, da freuen wir uns auch. Und sonst einen schönen Tag noch. Danke Wunderbar. und Baba. Ciao. Servus.